Hallo zusammen, ihr Lieben. Ich würde heute gern eine Botschaft für genau jetzt abfragen. Was sagen die Karten uns? Was ist wichtig? Ich mache es mit dem keltischen Kreuz und ich bin gespannt. Ups, da kommt schon eine. Es geht um Emotionen, Intuition. Okay, und es geht um den Lebensblues. Also es geht um eine Situation, wo du, wie soll ich das ausdrücken, wo du einfach mit dem Leben irgendwie ein Gefühl hast, wo du nicht einverstanden bist. Um etwas, was dich beschäftigt, was dich grübeln lässt. Es hat vielleicht was mit deinen Wurzeln zu tun oder mit Dingen, die immer mal wieder hochkommen, vielleicht auch gerade abends oder wenn du zur Ruhe kommst. Nun ist es ja so, dass das hier der Ausgangspunkt ist und jetzt gucken wir uns an, wie wir das Ganze aufdröseln können. Auf der bewussten Ebene haben wir den Brief. Das kann sein, dass es hier irgendwie darum geht, dass dir irgendwelche Worte nachhängen, dass du weißt, du musst kommunizieren, dass du dir über Gespräche, die irgendwie waren oder so Gedanken machst. Vielleicht auch diesen Wunsch hast, mal Gespräche darüber zu führen, wo dein Lebensblues liegt. Und auf der unteren Ebene, auf dem Unterbewusstsein haben wir den Ring liegen. Das würde für mich heißen, hier geht es um Kreisläufe, hier geht es um Beziehungsdinge, hier hast du vielleicht auch das Gefühl der Never-Ending Story, etwas geht nicht weg, etwas hört nicht auf, irgendwas verfolgt dich chronisch. Und ja, nenne es Hamsterrad. Also du hast irgendwie dieses Gefühl, da dreht sich was in die Ewigkeit mit rein und du kriegst den Fuß nicht raus. Wir gucken in die jüngere Vergangenheit. Eventuell hast du hier in der jüngeren Vergangenheit tatsächlich schon Schritte unternommen, die haben sich gut angefühlt, die haben dir Aufklärung gebracht, Dinge haben sich vielleicht auch schon ein bisschen gewendet und doch kommst du hier wieder an den Punkt, wo du denkst, In der näheren Zukunft ist es so, dass die Karten dir hier sagen, steh mal für dich ein, mach dich streitbar, guck dir Konflikte an, die vielleicht auch aus dem Bereich Kommunikation kommen. Möglicherweise steht dir hier auch ein bisschen so die Zeit der Aussprache bevor oder des Zu-Wort-Kommens oder des sich wieder Meldens in eine Sache rein. Oder dir wird eben dieser Konflikt, den du hier aufweist, mit diesem Gefühlsblues zum Leben hin, auch etwas klarer. Du klärst es auf oder wir klären es auf. Du stehst für dich auf, du stehst für dich ein. Du sprichst den Konflikt aus, aber ich glaube, dass du diesen Konflikt vielleicht erstmal richtig erkennen musst, weil ich denke, dass das so ein Gefühl ist, da hat man vermeintlich alles und trotzdem fehlt etwas. Und man kann es nicht so richtig eruieren, was es sein kann. Ja, die eigene Sicht, da haben wir den Schlüssel drin liegen. Man wünscht sich vielleicht, sich sicherer zu fühlen, sich neue Türen zu öffnen, Erfolge zu haben, erfolgreich zu sein, sich vielleicht auch in Beziehungen oder in Gesprächen verbindlich sicher zu sehen, auch wenn man mal streitet oder wenn man mal Konflikte austrägt oder diskutiert.
Vielleicht musst du einfach auch mal wieder zu Wort kommen, da wo du geschwiegen hast. Auch das könnte ich mir vorstellen. Das sind viele Emotionen aus dem Umfeld. Ne? Man nimmt dich vielleicht auch sehr emotional wahr, wenn du sprichst, oder man schnappt die Emotionen der anderen auf. Die Hoffnungen und Ängste, da haben wir die Blumen drin. Und die Hoffnung ist wahrscheinlich, dass du dir wünschst, dass sich eine Situation für dich zum Guten wendet. Das kann hier etwas Emotionales sein, anderes Problem oder andere Sichtweise der Dinge. Wir können halt nun mal die Fische in zwei Themen teilen. Wäre hier, dass du dich vielleicht nicht versorgt vom Leben fühlst, dass du dir Gedanken um die Finanzen machst, dass es schwierig werden könnte für dich finanziell. Aber wir sehen hier auch irgendwie dieses Ding, du stehst irgendwo auf für dich und machst deinen Wert bekannt und bringst da dann auch was zum Aufblühen dadurch. Hier unten haben wir noch das Haus, also die Situation, hier das Schicksalskreuz, war mir eigentlich schon wieder klar, weil der Ausgangspunkt mit dem Lebensblues ist ja natürlich auch eine Sache, die von oben manchmal so einen auf einen anderen Weg bringen soll. Eine Situation von Ursache und Wirkung. Und mit dem Haus auf der längeren Ebene der Zukunft hast du hier eben wieder mehr Fundament. Also es lohnt sich hier für dich aufzustehen, für dich einzustehen, für dich auch selbst zu sorgen, dir deinem Wert auch bewusst zu sein in der Situation. Und es können hier halt auch so Sachen sein, wo du sagst, ich habe es schon lang, ich komme nicht drauf, ich gehe verbindlich im Kreis damit. Aber hier kommt ein Gespräch, eine Lösung, ein Konflikt, der dir dann wiederum Aufblühen bringt, auf der seelischen Ebene, auf der Versorgtsein-Ebene und auch im Umfeld rein. Ne? Okay, wir gucken mal, welches Krafttier hier noch mitgeht. Ich ziehe mal lieber eins, denn die fallen immer doppelt und dreifach. Ja, das passt ja wieder wie die Faust aufs Auge. Wir haben hier den Büffel, es geht um den Überfluss, um die Beständigkeit. Es geht auch um so Themen wie Treue und Zuverlässigkeit. Ne? Bleib dir selbst treu, verankere Frieden in dir, gucke beharrlich auf ein Ziel, sodass du hier auch den Erfolg ernten kannst. Und der Büffel schenkt dir natürlich auch Ausdauer. Ne? Der boxt sich durch, der hat Hörner. Und dir wird hier auch gesagt, es kann hier eventuell sein, dass du eine Sache begonnen hast. Und die solltest du jetzt auch zu Ende führen. Also all die Dinge, wo du irgendwie zwischendrin mal gesagt hast, ach, ich mache nicht weiter, es lohnt sich nicht. Die zeigen sich dir vielleicht immer wieder als Konflikt und genau da geht's dran. Es geht auch darum, dass man Frieden in sich findet, da wo immer dieser Lebensblues hochkocht. Es geht um die richtige Orientierung im Leben. Du darfst hier ruhig auch mal mit einer gewissen Sturheit deine Dinge durchboxen. Und auch drauf gucken, dass du dich nicht vom Außen ablenken lässt oder von dem Drumherum um dich. Es geht auch ein bisschen darum, deinen eigenen Platz im Leben zu finden oder in einer Gemeinschaft. Jedenfalls liegt hier ein Reichtum. Ne? Die Fähigkeit auch, die du selber mitbringst, deine eigenen Talente zu nutzen, die dich ausmachen.
Und auch nochmal der Hinweis einfach, dass Überfluss etwas zu tun hat, was in dem Innern von dir erst zu spüren ist. Und hier zeigt sich der Lebensblues. Also es ist praktisch auch so ein Ding, wo man sein eigenes Bewusstsein wieder auf ein anderes Level richten muss. Geht auch ein bisschen drum, man erntet, was man sät. Aber jedenfalls kommt hier mit dieser Situation der Frieden gleich mit, den du schließen kannst. Wir gucken mal noch mit dem Gesang der Vögel, welche Botschaft hier mitschwingt. Wir haben das Rotkehlchen. Verweile in deiner Mitte und höre auf die Sprache deines Herzens. Du bist äußerst kommunikativ und sehr gewandt in deiner Wortwahl. Es ist Zeit, das loszulassen, was keinen Platz mehr in deinem Leben hat. Und jetzt guckt, wir haben hier zweimal die Kommunikation, die Sprache. Ja? Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderbaren Abend. Ich drücke euch und bis zum nächsten Mal.